Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass Sie alle da sind. Und wir sind jetzt schon hinten raus in der Zeit. Also uns fehlen jetzt schon 15 Minuten von dem eigentlich einstündigen Vortrag. Oder besser gesagt, 40 Minuten hatte ich mir für den Vortrag vorgenommen. Das wird jetzt ein bisschen gekürzt werden. Es bleibt wahrscheinlich auch nicht anders, als dass ich schnell reden werde, um das noch zu präsentieren. Und ich hoffe, dass Ihre Deutschkenntnisse für die, die aus dem Ausland sind, ausreichen, um mich einigermaßen gut zu verstehen. Ich bin Vorstand von Diagnose Funk und wir tun die Sache ja wissenschaftsbasiert betrachten, mit Hilfe von Fachwissenschaftlerinnen. Und ich will Ihnen heute kurz präsentieren den Wahnsinn, den wir hier in dieser Republik zu diskutieren haben. Und dieses wunderbare Bild von Thorsten Kirsch aus Hamburg, Karikaturist, zeigt sehr deutlich nicht den wissenschaftlichen Diskurs, sondern den Diskurs in der Gesellschaft, wo wir ja irgendwie als Gesellschaft nicht mehr so wirklich funktionieren. Aber so ist es, das müssen wir anerkennen, das haben wir anerkannt, das ist die Basis unserer Arbeit. Wir sagen, es ist nicht mehr unterwegs, wir können nicht mehr unterwegs sein und sagen, schmeiß dein Handy weg, schalt die Sendeanlagen ab, weil dann hätten wir einen Volksaufstand und nicht umgekehrt, wie es vielleicht noch in den 90er Jahren hätte glücken können, als wir die Diskussion auch schon hatten. In der Zwischenzeit ist der Wissensstand weitergegangen, aber trotzdem sind wir damit konfrontiert, dass wir heute Personen an der Spitze dieser großen Unternehmen haben, die Milliarden im Jahr umsetzen und entsprechend die Publicity kriegen, wie hier im Tagesspiegel der Chef von Telefonica Deutschland, O2, der halt einfach mal so frank und frei sagen kann, es gibt keinerlei wissenschaftlich fundierte Studien, die auch nur irgendeine Gesundheitsgefährdung sehen. Mit solchen Postulaten sind die da unterwegs und keiner bremst sie. Kein kritischer Journalist scheint da draußen mehr zu sein, der in der Lage ist, mit diesen Leuten so zu diskutieren, wie es eigentlich notwendig wäre. Und das spiegelt sich nicht nur bei denen, die versuchen, ihre Produkte zu verkaufen, sondern die Basis ist, dass die geltenden deutschen oder auch internationalen Grenzwerte der Dreh- und Angelpunkt der Auseinandersetzung sind. Und das Bundesamt für Strahlenschutz hier in diesem Artikel, Sie brauchen da nichts zu lesen, nur vielleicht die roten Überschriften, zeigt die Härte des Diskurses, es gibt Schwarz und Weiß. Das ist ein Artikel aus der Taz von 2019, in dem Professor Wilfried Kühling, ehemaliger Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats des BUND, zusammen mit der neu in Amt gekommenen Frau Dr. Inge Paulini vom Bundesamt als Chefin spricht. Und da wird halt in den Zeilen, zwischen den Zeilen sehr deutlich, wie der Diskurs da läuft und wie das Bundesamt für Strahlenschutz das Amt ist, das die Strahlen schützt. Und weil das Bundesamt natürlich auch clever ist, hat es schon 2016 eine Studie beauftragt, oder 15, in 16 ist sie veröffentlicht worden, mit der Frage, wer sagt da draußen was zu der Fragestellung, ist Mobilfunk gefährlich oder nicht? Und hat aus den etwa 54 Organisationen, die so irgendwie sich mal irgendwo geoutet haben, etwas über Mobilfunk zu wissen, 14 relevante Organisationen herausgefiltert, um dann zu analysieren, was sind deren Ergebnisse. Also wie sind die Risikobewertungen, wie divergent sind sie, also von Plus zu Minus. Und das Interessante dabei ist, sind wir ganz stolz drauf, das war ein bisschen ein Ritterschlag, dass Diagnose Funk als auch der BUND als Organisationen der organisierten Bürgerschaft dort jetzt abgebildet sind, als auch die Kompetenzinitiative, die anscheinend, und so ist die Deklaration in dieser Veröffentlichung, relevant etwas zu sagen haben in der Fragestellung, ist Mobilfunk gefährlich oder nicht. In den Übersichten wird wieder deutlich, es gibt nur schwarz oder weiß oder in dem Fall rot oder grün. Links BfS ist Bundesamt für Strahlenschutz. In seinen Bewertungen zu der Frage, gibt es in Zellstudien, Tierstudien oder in Humanstudien irgendwelche Wirkungen, bleibt beim Bundesamt für Strahlenschutz außer dem thermischen Effekt, der hier unten in Rot dargestellt ist, als ausreichend bewiesen und den EEG-Effekten, also Handy am Ohr, und dann kommt da ein bisschen was durcheinander, bleibt nichts übrig. Und wir wissen es alle, wir kennen die Diskussion ja intensivst. Die Bio-Initiative als einer der Organisationen, die aus 23 Wissenschaftlern, glaube ich, aktuell besteht, die schon 2007 das erste, größte jemals erstellte Paper herausgegeben haben zur Fragestellung Wirkung von Mobilfunk und Magnetfeldern und dort halt klar veröffentlicht hat, wir müssen eigentlich fast alle Felder rot machen. Wir haben klare Belege dafür, dass wir mit Mobilfunk biologisch ein nicht nur kleines Problem haben.
Meine liebste Folie, mit der ich immer alles erkläre, die ich Ihnen nur zeige, die meisten von Ihnen werden sie kennen, sie ist eine riesige Hilfe für den Laien zu verstehen, warum wir grundsätzlich ein Problem mit elektromagnetischen Feldern haben, die wir heute technisch anwenden. In dem Fall zeigt sich hier das elektromagnetische Spektrum aufgetragen nach der Frequenz von links nach rechts, dass Sie diese riesigen Lücken sehen. Und in diesen Lücken betreiben wir heute den Mobilfunk. Einige dieser Sachen kennen Sie, ich erkläre sie nicht im Detail. Infrarotstrahlung ist auch eine elektromagnetische Energie, die Wärmestrahlung, die wir spüren vor dem Ofen, eine elektromagnetische Energie. Die Spherics, Impulsentladungen der Atmosphäre durch Gewitteraktivitäten, die Schumann-Resonanzen als große biologische Einheit, die es gibt, seitdem es Evolution auf dieser Erde gibt, die Chronobiologie, also unser Zeitverständnis steuert, unsere Zeitwahrnehmung wesentlich beeinflusst und auch die statischen Felder, magnetisch und elektrisch, die schon wohlbekannt einen breiten Einfluss auf die Biologie haben. Und heute haben wir die Lücken gefüllt mit den ganzen technischen Anwendungen, die unten da noch in kleinen dazugeschrieben sind. Und wir unterhalten uns ja nur über diesen kleinen Frequenzbandbereich, der sogenannte Mikrowellenbereich, in dem der Diskurs um die Gefährlichkeit oder Ungefährlichkeit des Mobilfunks, der mobilen Kommunikation läuft. 5G plus, die Millimeterwellen, die jetzt schon teilweise zur Anwendung kommen, aber nicht im breiten Feld von großer Bedeutung sind. Klar ist, 6G ist in der Standardisierung, das heißt, bis 2030 wollen die so weit sein, dass sie technisch 6G, also Submillimeterwellen, noch höherer Frequenz bis 100 Gigahertz, so weit technisch in den Griff haben, dass wir damit Kommunikation betreiben können. Und die Zielvorgaben sind ganz klar. Unser Anspruch als Gesellschaft, was Anspruch, sondern die Tatsache ist, dass das Videostreaming und alles, was hinten dran hängt, weiter zunehmen wird, mehr Daten transportiert werden wollen. Und wenn ein Stadion wie jetzt bei der Europameisterschaft mit 40.000 Leuten gefüllt ist und davon 10.000 Videostreaming machen, dann muss das irgendwie transportiert werden. Und dafür denken sich die Techniker halt aus, dann machen wir 6G, Submillimeterwellen, Bandbreiten ohne Ende stehen zur Verfügung und damit können wir diesen Datenverkehr tatsächlich abwickeln. Und wir bieten an, wir nennen das einfach immer ganz frech 7G, hinten können Sie es wahrscheinlich nicht mehr wirklich erkennen, im Bereich der Licht- und Infrarottechnik oder des Frequenzbereichs des Infrarots sagen wir, da ist die Marktreife erreicht und wenn wir noch Zeit haben in der Diskussion, zeige ich Ihnen noch, was da aktuell ansteht. Wenn man das nicht nur qualitativ sich anschaut, sondern quantitativ, dann hier nochmal diese wunderbare Grafik, die Carpenter in 2018 erstellt hat aus den Daten der NASA. Wieder das Spektrum ist hier abgebildet, aber nur der Bereich unterhalb des Infrarots. Also hier der Ausschnitt ist hier nochmal vergrößert dargestellt. Und Carpenter hat damals dargestellt, was ist der Level an Emissionen, denen wir täglich ausgesetzt sind, evolutionär. Das ist der grüne Bereich hier unten. Und dann, was ist in den 50er Jahren los gewesen, als es losging mit militärischen Anwendungen, Radartechnik, im Flugzeugbereich, also Fliegerei und natürlich auch schon Radio und Fernsehen. 80er Jahre aufkommende Farbfernsehen, der Level der Bestrahlung mit elektromagnetischen Energien steigt. Und hier ist halt abgebildet, wie heute die Tagesexposition in den Spitzen aussieht. Und der rote Bereich zeigt halt mit den Spitzen bei 900 MHz, 1800 und den 2,4 GHz Frequenzen des WLANs. Das sind heute die dominanten Belastungen, denen wir ausgesetzt sind. Wenn wir das in Zahlen ausdrücken, dann ist es so, wir kommen evolutionär von diesem Level. Diese Zahl mit den 11 Nullen hinterm Komma ist Mikrowatt pro Quadratmeter, Leistungsflussdichte, die wir evolutionär bedingt im üblichen Tagesdurchschnitt abbekommen, als Maximum. Und heute sind wir künstlich unterwegs mit Leistungsflussdichten, wir haben es ja hier gemessen, sind wir irgendwo im Bereich von 0,2, 0,3 Mikrowatt, bis hin zu 100.000 oder auch bis mehreren Watt, wenn wir uns so ein Gerät ans Ohr halten. Und die Aussage jetzt darüber, dass man die Lücken gefüllt hat und wir uns jetzt eine billiardenfach stärkere Emission neuer technischer Genese, völlig anderer Natur als die natürliche Strahlung, um die Ohren hauen, dass das keine Auswirkungen hat, ist eine sowas von absurde Erzählung, die, wenn man das mal kurz erläutert und dann noch vielleicht ein bisschen nachliest, jeder sofort versteht. Deutsche Grenzwerte sind formuliert in der 26. BIMSCH. Hier nochmal dargestellt in Zahlen, diese 10 Watt pro Quadratmeter oder in Mikrowatt, unterschiedliche Frequenzen haben unterschiedliche Grenzwerte und dann kennt ihr alle, dass die Schweiz mal Vorsorgewerte hat, ist ja ein bisschen aufgeweicht worden. Stadt Paris hat das Gleiche gemacht, maximal zulässige Bestrahlungsstärke öffentlicher Gebäude in Paris liegt bei 10 Milliwatt, also 10.000 Mikrowatt. Das wissen die wenigsten, da haben die auch darauf geachtet und das musste schwer nachgerüstet werden in den U-Bahnen von Paris zum Beispiel in den letzten Jahren.
Und wir fordern halt 100 Mikrowatt als Vorsorgewert, wo wir sagen können, da kann man sich noch schützen, wenn man das außen an seiner Fassade hat. Und wir hätten gerne einen Vorsorgewert von 1 Mikrowatt. Und hier nochmal die Zahlen. Da funktioniert ein Handy noch, 5 Nullen hinterm Komma 4, hohe Datenrate, Stabilität des Netzes bei LTE. Sie können noch 10 Mbit downloaden, trotzdem funktioniert das Ganze und dem gesellschaftlichen Spaß kann Genüge getan werden. Und die natürliche Hintergrundstrahlung hier nochmal dargestellt mit den grünen Zahlen, 11 Nullen hinterm Komma ganz unten. Können Sie hinten, glaube ich, nicht mehr sehen. Und wir sagen jetzt, als Lösung des ganzen Problems, um nicht zu sagen, hey, schmeiß dein Handy weg, sondern wie können wir damit umgehen? Und solange wir keine vollständig andere, irgendwie gesundheitsverträgliche, biologisch verträgliche Technologie haben, müssen wir reduzieren. Und wir behaupten einfach und sagen und zeigen das auch bis zu einem gewissen Grad der Ausarbeitung, dass wir mit maximal 100 Mikrowatt als zulässige Bestrahlungsstärke an Orten, wo sich Menschen dauerhaft aufhalten und dem Funktionslevel, der hier noch wirklich hochbitratig gegeben ist, da können wir noch 2 oder 3 Zehnerpotenzen dranhängen und trotzdem würde ein Mobilfunkgerät noch erreichbar sein. In dem könnten wir den Mobilfunk der kommerziellen Art organisieren. Und jetzt der Diskurs, der eigentliche Inhalt des Vortrags jetzt nochmal dargestellt anhand dieser Grafik, die wir auch in verschiedenen Artikeln immer wieder benutzen. Unten aufgetragen die Leistungsflussdichte, logarithmisch, hier in Watt pro Quadratmeter, hier wieder der Grenzwert organisiert. Und dann nochmal zur Erinnerung, in der Schweiz der Vorsorgewert mit 100.000, 10.000 Paris. Bio-Initiative hatte 2007 1.000 Mikrowatt als maximalen Vorsorgewert gefordert. Und der BUND oder auch die Kommission für Technikfolgenabschätzung der EU hatte mal 100 Mikrowatt gefordert. Und klar ist, alles, was draußen technisch betrieben wird, Anlagentechnik, wird unterhalb des Grenzwerts betrieben. Wir haben dort keine Möglichkeit, das ist auch die wichtige Auseinandersetzung gerade in Deutschland, wir haben keinen Rechtsbruch, den wir irgendwem nachweisen können und sie deswegen dazu zwingen, diese Mobilfunktechnologie anders zu benutzen, weil der Grenzwert ist quasi der Dreh- und Angelpunkt jeder Diskussion. Das ist auch die Ersatzhaftpflichtversicherung für die Mobilfunkbetreiber, die ansonsten keine haben. Das heißt, Basisstationen als auch Schnurlustelefone, WLAN-Endgeräte, die brauchen gar keine Zulassung, weil die gar nicht mehr strahlen können als das, was im Grenzwert erlaubt ist. Nur das Endgerät, und dafür gelten andere Werte, die können auch mal ganz locker drüber sein. Und diese Arbeit, die ich Ihnen hier zeige, diese grafische Darstellung zeigt das Ecolog-Institut, deren Bewertung, ein Institut, was auch für die Bundesregierung und für die großen Betreiber gearbeitet hat, die Telekom, zeigt den Stand 2006 der Diskussion. In der Frage der unterschiedlichen Bewertung, wie sicher sind wir uns über die Fragestellung der gesundheitlichen Effekte? Und das sind geclusterte Zusammenfassungen von Befindlichkeitsstörungen, also das Thema EHS, wie in dieser Konferenz, über die Hormonsteuerung oder die Fragestellung Kanzerogenität, gentoxische Effekte oder Störungen des zentralen Nervensystems. Nichts ist hier rot dargestellt. Rot wäre in der Klassifizierung des Ecolog-Instituts der Beweis. Bewiesen ist damals und auch heute der thermische Effekt. Dafür muss man aber weit mehr Belastung liefern, als dass wir uns wirklich relevant davon erwärmen. Und die Darstellung zeigt halt hier mit dunkelblau, das ist interessant, dass das Ecolog-Institut sagt, dort haben wir konsistente Hinweise. Und konsistente Hinweise sind in der Definition, dass wir aus verschiedenen Forschungsansätzen dieses Ergebnis sehen, wie zum Beispiel zelluläre Stressreaktionen. Unterschiedliche Forschungsansätze quasi dieses Ergebnis sind. Die Quelle ist EMF, ist hochfrequente elektromagnetische Strahlung. Und es ist klar, dass keine Co-Founder, also andere Gründe, keine Rolle spielen. Und die Datensicherheit und die Qualität der Studien spricht dafür, dass wir schon bei Leistungsflussdichten, wie hier dargestellt, bis runter auf 10.000 Mikrowatt, also was in Paris maximal zulässig ist, 2006 den Diskurs hatten in der Forschung, so viel Studienlage da, dass Störungen des zentralen Nervensystems quasi sehr sicher dargestellt werden. Daraus leitet sich eigentlich zwangsweise für Europa Vorsorge ab, aber wie damit umgegangen wird, wissen Sie ja. Wir führen diese Tabelle regelmäßig weiter und das mache ich jetzt nicht viel weiter im Detail. Interessant nur, das Bundesamt für Strahlenschutz selbst hat im Jahr 2015 die krebspromovierenden Effekte tiefergehend untersucht. Es gab im Jahr 2010 von Tillmann eine Studie. Tillmann mit seinen Kollegen hat in einer erstklassigen Studie nachgewiesen, dass wenn man Mäuse, die sozusagen schon nicht totgespritzt, sondern krank gespritzt worden sind, sogenannte ENU-Mäuse, einer Bestrahlung aussetzt, dann wächst bei den Mäusen, die bestrahlt werden, der Krebs schneller als bei den Mäusen, die nicht bestrahlt werden. Und
Weil diese Studie eine große Bedeutung hat, aufgrund seiner Qualität, hat das Bundesamt für Strahlenschutz unter Lerchels Führung ihm den Auftrag gegeben, 2015 das zu überprüfen. Und das Interessante war, er hat zusammen mit anderen Universitäten gearbeitet, da konnte nicht viel an den Ergebnissen rumgedoktert werden und sie mussten veröffentlichen, ja, Tillmann hat recht, 1:1 Bestätigung der Tatsache, dass Enu-Mäuse der Krebs schneller wächst, wenn sie unter Mobilfunkstrahlungseinfluss liegen. Und das bereits weit unterhalb der Grenzwerte. Gesicherte wissenschaftliche Erkenntnis. Der Umgang damit ist dann wie bekannt, es sind ja nur Mäuse. Also, ergo, Bundesamt für Strahlenschutz sagt, Mäuse sollten nicht mobil telefonieren. 0,0 Konsequenz aus diesen Ergebnissen. Wir versuchen sie immer wieder darauf festzunageln und sie weichen mit allen Möglichkeiten, die halt wissenschaftlicher Betrug so zur Verfügung stellt, aus, um diesem Diskurs zu entgehen. Wir haben die Diskussion um die Kanzerogenität, also die Fragestellung, macht Mobilfunkstrahlung Krebs? Und dort sagt die unabhängige Wissenschaft, wie unter anderem der, wie heißt er? Ach, jetzt habe ich seinen Namen gerade vergessen, der auch mal Mitglied der ICNIRP gewesen ist, unserer geliebten Kommission, der beteiligt gewesen ist bei der Neubewertung, der Nachbewertung der NTP-Studie in den USA und sagt hat, clear evidence. Also in Deutsch übersetzt. Professor Lin. Professor Lin war das. Professor Lin, der das in einem entsprechenden Artikel in einem Fachmagazin herausgegeben hat und sagte, clear evidence, also klare Belege dafür. Und natürlich wissen wir, dass die Industrie mit Milliardenaufwand oder Millionenaufwand mindestens dagegen kämpft, dass diese Erkenntnis sich in irgendeiner Form durchsetzt. Und den halte ich immer bis zum Schluss auf. Zelluläre Stressreaktionen, da können wir unter anderem das Thema der Wirkmechanismen fassen, also oxidativer Stress. Und dort haben wir, da komme ich gleich nochmal zu, wichtige Ergebnisse, die auch die Schweizer Regierung in Auftrag gegeben und veröffentlicht hat, dass dort die Belege eigentlich vorliegen würden. Und das jetzt wiederum in Quantität, da hat Henry Lai hervorragende Arbeit geleistet und der Herr Findahl aus Schweden ist er, glaube ich, hat dazu entsprechende Grafiken gezeichnet mit der Fragestellung, wie viele Arbeiten gibt es denn zum Thema oxidativer Stress im Bereich Wireless, also hochfrequente Strahlung, in Bezug auf diese Auswirkungen. Und er zeigt, es gibt über 300 Studien, die in der Medline, das ist die größte Datenbank, die wir haben, zur Verfügung stehen. Und 290 dieser etwas über 300 Arbeiten zeigen, ja, dieser Effekt wird in den Studien nachgewiesen. Und davon nur 27 zeigen diese Effekte nicht. Also sprich, die Gewichtung ist sowas von deutlich und klar und trotzdem gelingt es halt quasi den Ämtern, den Autoritäten immer wieder, es alles wegzudiskutieren. Das ist dieser hochspannende Prozess. Und jetzt nochmal, wie schon erwähnt, BERENIS, das ist die beratende Gruppe um nicht ionisierende Strahlung der Schweizer Regierung, hat den Auftrag gehabt, in dem Fall Frau Mewesen, mit dem Herrn Schürmann zu untersuchen, welche Evidenz hatten diese Fragestellung, oxidativer Stress. Und sie haben von diesen etwas über 300 Arbeiten 150 Arbeiten herausgezogen, die einer bestimmten Qualitätsanforderung entsprechen und dann kommen sie zu dem Ergebnis, dass oxidativer Stress durch elektromagnetische Felder hochfrequenter Art als Wirkmechanismus zusammenfassend gesagt werden kann, dass in der Mehrzahl der Tierstudien, die vorliegen, die Hälfte und in mehr als der Hälfte der Zellstudien Hinweise auf vermehrten oxidativen Stress durch HF, NF und NF-EMF, also NF, Mobilfunk, niederfrequenter, Mobilfunk, hochfrequenter, komische Bezeichnung, egal. Auf jeden Fall die Hinweise sozusagen nicht mehr wegzureden war. Also das ist ein Paper für die Regierung erstellt, ein wissenschaftliches Paper und dort klar gesagt, ja, die Mehrzahl der Studien zeigt, wir haben ein Problem oder zeigen darauf hin, dass dieser oxidative Stress tatsächlich eine Realität ist. Und es wird auch noch darauf hingewiesen, dass wenn Organismen mit Vorschädigungen unterwegs sind, dass sie dann noch größeres Problem damit haben, weil dieser oxidative Stress auf Zellebene halt entsprechende Auswirkungen hat, die gerade vorgeschädigte Organismen noch stärker treffen. Und dann auch noch der Hinweis, dass junge und auch alte Individuen, also junge und alte Menschen, weniger effizient auf diesen oxidativen Stress reagieren, also sprich, sie können die Folgeprodukte, die daraus entstehen und die Störungen schlechter abbauen und entsprechend darunter zu leiden haben. Das sind offizielle Papers, die liegen vor, auf die man sich berufen kann und wo es schwer ist, dass die Regierungen dem ausweichen. Wir haben was Ähnliches, da gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein, nur für die Fragestellung Studien zu WLAN gemacht. Also die Grafik, wie eben schon erläutert,
nur zu der Fragestellung der WLAN-Studien. Da haben wir damals 100 Studien beauftragt bei der Frau Wilke, das auszuwerten. Und wenn man das dann wieder darstellt mit der Leistungsflussdichte, dem Grenzwert, zeigt sich halt, wie viel wir da haben, wie viele Studien zum Thema oxidativen Stress und bei welchen Leistungsflussdichten das schon auftritt. Also wie viel Sicherheit wir haben in Bezug auf unsere Argumentation, Mobilfunk ist gefährlich. Das Ganze kann man auch in Zahlen ausdrücken. Es gibt dazu ja diese Fachveröffentlichung, die wir im UMG, das ist dieses Magazin, herausgegeben haben, wo das dann in Zahlen nochmal ausgedrückt ist, welche Schädigungsmechanismen wieder in dieser geclusterten Fragestellung vorliegen. Und Sie wissen alle, ihr wisst alle, dass, wie verzweifelt die Forschung ist. Wie verzweifelt die Forschung ist, die unabhängig ist. Wie verzweifelt die Forscher sind, in dem Fall geführt von Martin Blank in den USA, der ja schon jetzt ein paar Jahre verstorben ist. Der die gesamte Diskussion um die Fragestellung der Gefährlichkeit von hochfrequenten elektromagnetischen Feldern seit den 60er Jahren in den USA begleitet hat. Der dann diesen Appell an die UN und an die WHO veröffentlicht hat, um zu sagen, liebe Leute, wir haben ein Problem, ihr müsst handeln, wir müssen Folgendes tun. Und dann haben sie diese 9 Punkte aufgeführt und die kennen wir alle, Kinder und Schwangere schützen und neue sichere Technologien entwickeln, sprich weg von dieser hochtoxischen gepulsten Mikrowellenstrahlung. Es braucht Aufklärung über das Risiko und die Risikovermeidung. Und es braucht natürlich noch mehr unabhängige Forschung. Wir wissen noch lange nicht alles. Und wir wissen schon gar nicht, wo der untere Schwellenwert der Schädigung liegt. Ich habe es Ihnen ja gezeigt, diese Grafiken, das rutscht immer weiter nach links und es gab schon im Jahr 2004, glaube ich, gab es in England von der Royal Society eine Konferenz, da trat eine Forscherin auf und die hat gesagt, wir werden wahrscheinlich irgendwann die Erkenntnis erlangen, dass wir genauso wie bei der ionisierenden Strahlung keinen unteren Schwellenwert der Schädigung festlegen können, sondern jede Dosis Leistungserhöhung schädlich ist, wir müssen nur ein bisschen länger warten. Also warten im Sinne von, und das zeigt uns ja auch die Forschung, dass man für die gleichen gentoxischen Effekte halt keine Kurzzeitbelastung wie mit radioaktiver Strahlung produziert und dann hat man ein Ergebnis, sondern man muss halt mal 24 Stunden bestrahlen. Und dann sieht man bei geringen Leistungsflussdichten die gleichen Effekte, wie sie sonst zum Beispiel eine Röntgenstrahlung auslösen könnte auf Zellebene. Diesen Diskurs, den haben wir da draußen, wir haben diese Forderung, es findet keine Reaktion statt. Um das Fundament noch weiter zu verbreitern, so wie wir ja aufgestellt sind als Diagnose Funk, wir betreiben neben der klassischen Verbraucherschutzaufklärung, die wir machen die Flyer, wir machen die Ausarbeitung der Wissenschaft, brechen das Stück für Stück immer weiter runter in unsere Papers, bis hin zum Flyer für den Mann zu Hause, der wissen will, wie er seinen Router irgendwie sauber einstellen kann, dass weniger Strahlung von ausgeht, bis hin zu dem, dass wir eine Datenbank in der Zwischenzeit betreiben. Die eigentliche Datenbank der Bundesregierung wird von der RWTH Aachen, der Universität in Aachen, betrieben. Und dort ist die Arbeit 2007 schon zusammengebrochen im Sinne von, die Telekom hat ihre Förderung eingestellt. Es gab eine Verabredung der Bundesregierung mit der Industrie, dass man diese Datenbank aufbaut und fortführt. Das war nicht 2007, das war ein bisschen später. Also ich habe es noch 5 Minuten, gut. Diese Datenbank hat sozusagen keine Geldgeber mehr gehabt. Dann hat das Team von 4 Fachwissenschaftlern, die dort arbeiten und die neuesten Studien nehmen, Kurzbewertungen machen und einstellen für die Bundesregierung, die gleichzeitig die Referenzdatenbank für die WHO ist, sozusagen einstellen müssen. Das Einzige, was sie jetzt noch tun, ist niederfrequente elektromagnetische Felder betrachten und da bewerten, aber Hochfrequenz nur noch, da gibt es eine Studie, stellen wir ein. Ohne eine eigene Bewertung. Das hat jetzt das Bundesamt für Strahlenschutz übernommen, in dem sogenannten Kompetenzzentrum elektromagnetische Felder. Und wir haben gerade eine Auseinandersetzung um die Bienenstudie, das wird der Till vielleicht noch ansprechen nachher in dem französischen Vortrag. Eine interessante Auseinandersetzung, wie die dort versuchen, diesen breiten Review wegzuschmeißen, also in die Tonne zu treten, ihn wegzudiskutieren. Und deswegen haben wir letztendlich jetzt auch diese Zusammenfassung geliefert, auf die Folie zurückzukommen. Wir haben jetzt 132 Reviews gesammelt, also Zusammenfassungen von Studien zu übergeordneten Fragestellungen, die halt zeigen, was dort draußen los ist bezüglich der Auswirkungen der Hochfrequenz. Und deswegen, also wir sind gut ausgestattet mit Argumentationen und da muss ich jetzt drüber weggehen, über die Fragestellung, warum das Ganze so ist. Ihr kennt das alle, ich brauche nur dieses Bild zu zeigen. Man muss nur die richtigen Leute beschäftigen und dann kriegt man eine entsprechende Argumentation, um das Problem wegzudiskutieren. Das ist der Kern der Auseinandersetzung, die wir in der Wissenschaft führen. Es ist keine wissenschaftliche Auseinandersetzung mehr, es ist eine rein politische Auseinandersetzung, in dem Sinne, dass die Wissenschaft politisch bewertet wird.
Man muss sich klar sein, ein Bundesamt ist keine neutrale Organisation. Ein Bundesamt ist eine politische Organisation, es ist ein politisches Amt. Es ist von einer Regierung geführt und die hat eine Perspektive und die versucht sie über ihre Ämter zu vermitteln, zu halten. Sicherlich gibt es dort auch Kräfte, die versuchen ernsthaft und richtig zu arbeiten, aber leider können sich die, so wie wir sehen in der Auseinandersetzung, überhaupt nicht durchsetzen. Wie spät ist es jetzt? 10:27 Uhr. Wir haben dann noch bis 50 Zeit, also es sind dann jetzt noch 20 Minuten. Dann zeige ich Ihnen noch 2, 3 Folien, um nochmal, genau, sind auch nur noch 3 Folien, um euch noch zu zeigen, auf was wir alles uns berufen können in der Zwischenzeit. Das ist ja im Wesentlichen auf Frau Rivasi zurückzuführen, die ja leider verstorben ist jetzt, plötzlich und unerwartet. Wie es so schön heißt in neuer Zeit. Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss hat diese Studie veröffentlicht, hat die Fragestellung bearbeitet, die gesellschaftlichen und ökologischen Auswirkungen des 5G-Ökosystems und kommt zu dem Schluss, dass wir einen Schutz vor elektromagnetischer Verschmutzung brauchen, dass wir Anerkennung der Kritik der Bürgerinitiativen brauchen, also das, was ich Ihnen hier jetzt gerade um die Ohren hau, mal wirklich ernst nehmen und in der breiten Diskussion haben. Und natürlich Anerkennung von Elektrosensitivität im Sinne von, das ist ein Faktum. Das ist nicht eingebildet, das ist ein Faktum. Und die Überprüfung der IGNEP-Richtlinien, also sprich Neuaufsetzung der Gremien, die dafür zuständig sind. Und Einführung oder Einhaltung überhaupt, Anwendung des Vorsorgeprinzips. Es ist völlig klar, dass auf der europäischen Ebene, in dem, wie wir uns konstituieren, dass wir sagen, Vorsorge gilt. Wir müssen nicht wie in Amerika erst warten, bis der letzte Beweis noch die Kette abgefolgt, runterdekliniert wurde, dass die paar Mikrowatt dazu geführt haben, dass derjenige in seinen Hirntumor bekommen hat. Nein, wenn wir sehen, dass wir ein Problem haben, und das sehen wir in dieser Breite der Aufstellung der wissenschaftlichen Studien, dann müssen wir handeln vorsorglich. Und das wird vermieden. Also Politik zur Vorsorge oder eine Politik im richtigen Kontext in dieser Diskussion wird komplett negiert, ignoriert, verweigert. Und das ist der harte Diskurs, den wir da draußen führen. Neben dem der Veröffentlichung, die die Kommission dort gemacht hat, hat die STOA ja die Arbeit von der Frau Belpoggi vom Ramazzini-Institut quasi beauftragt und veröffentlicht mit der Fragestellung, gesundheitliche Auswirkungen von 5G und die sollten bewerten, was ist die internationale Studienlage. Und jetzt gibt es dieses neue Papier der STOA. STOA ist die Kommission zur Technikfolgenabschätzung der EU. Heißen tut das, diese STOA-Abkürzung irgendwie anders, kann ich mir immer nicht merken, steht unten Science of Technology and Option Assessment. Die wurde eingerichtet, als man sich darüber einig war in Europa, wie wir mit Vorsorge umzugehen haben. Es ist eigentlich müssen sich alle Ministerien auf europäischer Ebene daran halten, was die vorschlagen und sagen. Und bis jetzt hat es die STOA selbst als Kommission aber vermieden, eine eigene Position dazu einzunehmen, sondern sie hat nur die Studie, die sie beauftragt hat, veröffentlicht. Und aus der Veröffentlichung der Studie lässt sich aber halt darstellen, was los ist. Und sie sagt in der Auswertung als Leiterin der Studie, es gibt ausreichend Nachweise, also bewiesen auf der wissenschaftlichen Ebene für das krebsauslösende Potenzial experimenteller Tierstudien, das ist im Wesentlichen Ramazzini- und NTP-Studie. Und es gibt die Nachweise dafür, dass es die schädlichen Auswirkungen auf die Fortpflanzung und die Entwicklung bei Menschen und Versuchstieren gibt. Also auch beim Menschen in vivo ist bewiesen, nach deren Aussage, nach deren Erkenntnis, dass Mobilfunkstrahlung schädlich ist. Und wenn wir die höheren 5G-Frequenzen betrachten, das war ja der Ansatz, warum die Forschung beauftragt wurde, vor allen Dingen in Frankreich, wer aus Frankreich ist, kennt die Diskussion, die Stadt Lyon hat gesagt, Verbot der Einführung wir fordern einen Stopp der Einführung von 5G-Millimeterwellen, also der höheren Frequenzbereiche von 5G, die hier so teilweise in Anwendung sind, und weil es dazu keine Forschung gibt. Und das gleiche Ergebnis liefert dann im Nachgang jetzt noch Ramazzini, die halt sagten, es gibt zu den höheren 5G-Frequenzen in Bezug auf die neue Art der Technologie und auf die Leistungsflussdichten, die zur Anwendung kommen, keine adäquate Forschung zur Bewertung. Und allein deswegen darf man schon nicht einführen. Auch das ist ein Thema des Vorsorgewerts. Und die politischen Optionen sind wieder die gleichen, wie auch Blank sie schon gebracht hat. Sichere Endgeräte brauchen wir, also eine Änderung des Umgangs mit dieser Technologie. Wir brauchen die Vorsorgewerte, die halt endlich ernst nehmen, was wir da draußen diskutieren.
Wir brauchen funkfreie Zonen, also das komplette Gegenteil von dem, was alle Regierungen in Europa jetzt beschlossen haben, was die Regierung auf europäischer Ebene oder das Europaparlament oder die Kommission im Wesentlichen vorantreibt, das letzte Funkloch zu schließen und den letzten Keller auch noch mit irgendwelchen Smart Metern auszustatten, die vor sich hin funken. All das, genau das Gegenteil fordert die unabhängige Forschung. Es ist dieser frustrierende Diskurs, in dem wir uns da befinden. Aber wir haben diese Papers, wir haben diese Papiere, mit denen können wir wuchern. Und das Letzte, was wir jetzt auf den Tisch gelegt bekommen haben in Deutschland, ist der überraschende Bericht des Technikfolgenausschusses des Bundestages. Der Technikfolgenausschuss des Bundestages ist eine Einrichtung, die nur dem Bundestag quasi unterlegt. Also die geben die Aufträge, die das THB ausführt, kommen direkt aus dem Bundestag. Und das Interessante ist, die machen zu verschiedenen Papers, zu verschiedenen Fragestellungen machen die Papers. Und hier ging es darum, Technikfolgenabschätzungsbericht zum Thema Mobilfunk. Die Kernfrage war eigentlich 5G, speziell 5G und Millimeterwellen. Der Antrag wurde dann aber anders gestellt, kam von den Linken. Und der THB-Bericht dokumentiert nun nach einigen Umwegen. Ein kleiner Hintergrund ist es hat 2 Jahre länger gedauert, den THB-Bericht zu veröffentlichen, weil, soweit wir wissen, im Bundestag, es müssen alle Fraktionen des Bundestags so einem Bericht zustimmen, sonst wird er nicht veröffentlicht. Also es ist das Konsenspapier vom Konsens. Und weil der Bericht so miserabel gewesen ist, warum war er miserabel, der erste Bericht, der vorgelegt wurde? Weil das THB sich erblödet hat, tatsächlich die Schweizer Mobilfunk- und Stromindustrie mit der Bewertung der gesundheitlichen Fragestellung des Mobilfunks zu beauftragen. Das FSM, Forschungsstiftung Strom- und Mobilfunkkommunikation der Schweiz, ist vom Deutschen Bundestag, also dieser Abteilung des Bundestages, damit beauftragt worden, zu bewerten die gesundheitlichen Auswirkungen der Mobilfunktechnologie. Absurder geht es ja gar nicht. Der Bericht fällt entsprechend aus, aber hochspannend ist, dass auch der Herr Dürrenberger als Chef dieses Ladens nicht umhin kam, zu dokumentieren, dass 60 hochgradig wissenschaftliche Studien signifikante Ergebnisse geliefert haben, also zum Beispiel wie Ramazzini und NTP und auch die Tillmann-Studien, und benennt explizit die potenziellen gesundheitlichen Folgen, weil 2 Jahre haben sie dennoch dann rumgedoktert, nachdem die Fraktionen ihm das Papier um die Ohren gehauen haben, aufgrund der Tatsache, dass das FSM diese grottenschlechte Analyse, diese relativierende Analyse vorgelegt hat, hat er selber nochmal eine Zusammenfassung geliefert. Da haben sie 2 Jahre dran gearbeitet und die ist brauchbar. Brauchbar in dem Sinne, dass was dabei rauskommt, ist, dass das THB dem Bundestag eine Empfehlung ausgesprochen hat. Und das sind die Empfehlungen hier, benennt explizit die potenziellen gesundheitlichen Folgen. Der Bericht selbst hinterfragt das Meinungsmonopol des BfS, also kritisiert die nur ICNIRP-Meinung. Also der Kern unserer Kritik, ICNIRP muss weg. ICNIRP muss aus dem Bundesamt für Strahlenschutz entfernt werden. Die Bundesregierung muss die 100.000 € Förderzahlung, die Bundesregierung der ICNIRP bezahlt für Druckkosten und Flugkosten und was sie da so haben, ihre Ausgaben, und die stellt ja auch das Sekretariat im Bundesamt für Strahlen, muss sofort aufhören. Und die Frau Lemke reagiert darauf gar nicht. Wir haben ihr schon 2-mal geschrieben und gesagt, liebe Frau Lemke, schauen Sie doch mal, hier ICNIRP, da gibt es Kritik. Da gibt es sogar aus dem Bundestag Kritik dran. Lösen Sie doch die Abteilung mal auf. Kriegen doch nicht mal eine Antwort. Aber fordert die Beachtung anderer Expertenmeinungen. Nicht nur Expertenmeinungen, sondern darüber hinaus die Einbeziehung nicht wissenschaftlicher Interessengruppen. Also sprich, sagt, wir werden sogar als Diagnosefunk konkret in diesem Bericht genannt, als Organisation der organisierten Bürgerschaft. Und dann kommen die Vorschläge, Anpassung der Grenzwerte, Einrichtung von Schutzzonen und dann der knackigste Punkt ist eigentlich, Sendeanlagenverbotszonen werden vorgeschlagen zu diskutieren und möglicherweise umzusetzen, weil der Bericht darauf hindeutet, wir haben ein Problem. Also dieses Konsens vom Konsens Gerede führt aber trotzdem dazu, dass sie diese harten Forderungen haben. Neue technische Standards, also sprich, wir müssen neue Technologien entwickeln und wir brauchen, so wie wir sagen, auch eine andere Art von mobiler Kommunikation, weil das werden wir nicht wieder aus der Welt schaffen, und es braucht die Aufklärung der Bevölkerung. Und wenn wir führen Politikergespräche und was passiert daraus, dann sagen wir jetzt halt, wir müssen diese Gespräche führen. Weil der Minister mit seinem Gehirn dort spazieren geht, mit seinem sogenannten externen Sachverstand.
Also ist unsere Aufgabe als organisierte Bürgerschaft, die das Thema durchdrungen und verstanden haben, diesen externen Sachverstand den Ministern mit auf den Weg zu geben. Und das ist das, was ich Ihnen hier heute präsentieren wollte und freue mich dann im Weiteren auf die Diskussion. Schönen Dank soweit. Wir haben jetzt noch 15 Minuten, 14 Minuten Zeit für die Diskussion und Peter moderiert. Und hier vorne gibt es ein Mikro. Wer eine Fragestellung hat, entweder sagt er sie laut, ich wiederhole sie nochmal, oder kommt, wenn Sie nicht ganz hinten sitzen, hier nach vorne und spricht selber ins Mikrofon. Das wird ja aufgezeichnet, der Vortrag, mein Vortrag, nicht Sie. Und das werden wir im Nachgang zur Verfügung stellen. Also von daher, wer eine Frage hat, entweder laut und deutlich sprechen oder ich wiederhole es nochmal. Ja, bitte. Ja, also ich spreche laut, ich versuche es. Ja, das Erstaunliche ist aus meiner Sicht, dass dieser THW-Bericht überhaupt keine Presseresonanz gefunden hat. Ja. Oder sehe ich das falsch? Nein, völlig richtig. Warum hat die THW keine Presseresonanz gefunden? Genau. Also der THW-Bericht hat keine Presseresonanz gefunden. Quasi. Aber also das muss man jetzt nicht in Anführungsstrichen überbewerten oder sich irgendwelche Verschwörungen da wieder ausdenken, sondern das ist mit vielen THW-Berichten so. Die tauchen irgendwo in Fachmagazinen auf und das war's. Interessant ist, wenn man die Gespräche mit den Politikern führt, die verantwortlich sind für Digitalisierung im Bundestag in irgendeiner Form oder Gesundheitsschutz, dass sie dann sehr interessiert daran sind, diese Informationen im Detail auch mal erläutert zu bekommen, weil uns muss auch klar sein, als Aktive, die versuchen, die Politik voranzutreiben, dass so ein Bundestagsabgeordneter Tausende von Papieren auf den Tisch kriegt und es immer nur irgendwelchen Fokus des Einzelnen gibt, worauf er sich konzentriert. Und deswegen muss man immer sehr vorsichtig sein mit den Vorwürfen, warum machen die jetzt nichts, die wissen doch alles. Wir haben so ein Spezialthema, was noch so speziell detailreich ist, in einem politischen Kontext, der sagt, es darf kein Problem mit Mobilfunk geben, dass es extrem schwierig ist, sich als einzelner Bundestagsabgeordneter oder Frau mit dem Thema überhaupt zu positionieren. Wir wissen, dass in einigen Fraktionen durchaus sehr kritische Köpfe sind. Die haben aber null Chance, gegen die Mehrheitsmeinung ihrer Partei anzugehen. Das sind Aluhutträger. Und wenn sie 25 Mal Schläge gekriegt haben, dann wiederholen sie das nicht nochmal. Also sprich, warum die Medien nicht berichtet haben, das ist in Anführungsstrichen für THW-Berichte relativ normal. Und wenn wir das nicht skandalisieren oder es gibt zwei Möglichkeiten, es breit zu kriegen, das Thema breit und groß. Das heißt, juristisch, die Frage wird juristisch geklärt, es muss ein Rechtsbruch nachgewiesen werden, das können Sie mit dem THW-Bericht nicht, es ist ja nur eine politische Empfehlung, den haben wir nicht, oder Sie haben einen Skandal. Wie der aussehen kann, mir ist noch nichts Gescheites eingefallen, aber um das Thema hochzuziehen. Und dann vielleicht einen breiten Diskurs darüber auszulösen. So wie es 2019 in Deutschland die Veröffentlichung von Investigate Europe geschafft hat, mit der Auseinandersetzung um die Fragestellung, macht Mobilfunk Krebs oder nicht? Und warum reagieren die eigentlich nicht, wenn die Forschungslage so klar ist? Und wer ist eigentlich die ICNIRP? Das hat ja der Tagesspiegel veröffentlicht, also der gleiche, der auch jetzt, da hat den Telefonica-Chef sprechen lassen, diesen extrem guten kritischen Bericht und der hat wirklich alle raschelig gemacht in Deutschland. Aber danach ist die Diskussion wieder versackt und wir haben von Harald Schumacher als verantwortlichen Redakteur für dieses Investigate Europe, das ist eine unabhängige Organisation, gefragt, was wir tun können. Und er sagt, das ist der normale redaktionell-mediale Prozess, der da läuft. Wenn es keine Aufregung in der Bevölkerung gibt, die relevant für irgendwelche Parteiverschiebungen oder Wahlverschiebungen oder Skandalisierung ist, findet auch keine Berichterstattung darüber statt. Es braucht die Neuheit des Themas. Und wir wissen ja alle, welche großen Schwierigkeiten wir haben, selber in unserer Nachbarschaft, teilweise in der eigenen Familie, dieses Thema anzusprechen. Wenn man ein bisschen die falschen Worte wählt, dann hat man denjenigen, der ein Smartphone nutzt, sofort auf einmal als Systemverteidiger dastehen. Es gibt doch gar keine wissenschaftlichen Beweise. Und die werden auf einmal zum Verteidiger des Bundesamtes für Strahlenschutz. Das ist doch eine neutrale Organisation. Also sprich, es ist so schwierig mit etwas, wo wir noch nicht mal einmal Müll vor die Tür kippen können, was wir nicht sehen, was wir nicht hören, was wir nicht schmecken, nur über unsere Messgeräte sicht- und hörbar machen können, etwas zu diskutieren, was die Leute lieben. Ja, deswegen, warum berichten die Medien nicht drüber? Ja, es ist ein Bäbber-Thema. Und natürlich kriegen die Medien ja selbst, das wissen wir aus Hintergrundinformationen von Medien, immer mal wieder so kleine Bits, dass die richtig Schläge kriegen, die darüber berichten.
Und dann wird das schnell wieder eingestellt. So wie Harald Schumacher, der hat diesen Artikel gebracht, hat wahnsinnige Resonanz gefunden, den ganzen 5G-Hype ja angetrieben in 2019. Und dann gab es 3 Monate später die Gegenoffensive der Industrie und alles ist ungefährlich und entsprechende Berichterstattung in großer Breite in vielen Magazinen. Ich möchte auf einen kleinen Unterschied hinweisen. Sie haben gesprochen vom Vorsorgeprinzip. Das ist bei uns gesetzlich festgelegt. Aber wir sind einen Schritt weiter. Ich zitiere jetzt die IARC, also die Internationale Krebsagentur, wo tatsächlich von der Möglichkeit der Krebserzeugung gesprochen wird. Ganz offiziell, kann man nicht wegdiskutieren. Das heißt, rein juristisch sind wir einen Schritt weiter. Es geht nicht ums Vorsorgeprinzip, es geht um Gefahrenabwehr. Ja. Und das hat juristisch einen ganz anderen Stellenwert. Vorsorgeprinzip können nur 2 Stellen in Deutschland machen, die Gemeinden und die Regierung. Gefahrenabwehr, da ist jeder verpflichtet. Das heißt also, dieser Unterschied ist mir persönlich sehr wichtig, weil das uns allen mehr Macht in die Hand gibt. Ja, ganz wichtiger Hinweis, dass tatsächlich, also das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen der Zeit geschuldet, dass wir das nicht, dieser Unterschied zwischen Gefahrenabwehr ist quasi juristische Relevanz und der Frage der Vorsorge ist eine Aufgabe, die man wahrnehmen kann, aber die Frage der Gefahrenabwehr ist ein juristischer Eingriff, wo wir versuchen werden, einen Rechtsbruch nachzuweisen. Die Datenlage ist so klar, dass wir versuchen, es gibt gerade auch ein Gerichtsverfahren in NRW, wo versucht eine Rechtsanwältin mit einem konkreten Fall einen Rechtsbruch im Sinne von, wir müssen vor Gericht das Für und Wider der Analyse, ist es gefährlich oder nicht, eine Beweiserhebung provozieren. Und jetzt war es so, erst verloren, Sendeanlage 500 Meter entfernt vom Wohnhaus wegen den entsprechenden Ansagen aus der IARC und so weiter, sei zu verhindern, weil mich das in der Gesundheit beeinträchtigen könnte. Gericht hat abgelehnt, die sind in Berufung gegangen und das Oberverwaltungsgericht oder Landesgericht in NRW hat gesagt, zurück zum Empfänger, zum Sender, also sprich, dass die kleinere Gerichtsebene hat das inhaltlich zu klären, das Thema, und kann es nicht einfach negieren und abweisen. Und jetzt wird es interessant, wie diese juristische Auseinandersetzung läuft jetzt, geht die nächsten Tage sozusagen los, wie das im weiteren Verfahren läuft. Das ist natürlich die zweitunterste Gerichtsebene und interessant wird es jetzt halt sein, können wir diesen Rechtsbruch weitermachen. Also, haben wir noch eine wichtige Frage, die wir machen können? Ja, doch, wir haben ja noch 6 Minuten haben wir noch. Ganz schnell. Ist es nicht möglich, dass man eine Forderung stellt, dieses Zeugs, Laptops und Handys sind so gefährlich, dass man da eine Schutzhülle drumherum macht? Jeder müsste so ein Ding haben. Wenn man das in der U-Bahn auspackt, dann sieht jeder, das ist was Gefährliches. Also nur als eine von vielen Forderungen. Wäre vielleicht eine Möglichkeit. Das muss die Industrie natürlich entwickeln, klein. Ja, wir halten es für sinnvoller, nicht zu sagen, mit Schutzhüllen zu arbeiten, sondern zu sagen, stell das Ding einfach aus. Also das sind kleine Computer, die wir mit uns rumtragen und wir haben ja, da draußen liegt auch dieser Flyer, mach mal Pause von uns, da haben wir jetzt nur 50 Stück, könnte gerade reichen, aber unser Material steht ja auch komplett online, wo wir konkret die Empfehlung geben, wie kann ich mit diesen Endgeräten so umgehen, dass Strahlung nur dann da ist, wenn ich sie tatsächlich brauche, also wenn sie irgendeinen sinnvollen Nutzen erfüllt. Das wäre ja schon mal der erste Schritt, wie man so klein sich der Vorsorge annähern kann. Und deswegen ist die Hülle eigentlich negativ. Wir bewerten das auch in unserem Ratgeber Elektrosmog im Alltag. Das ist nicht die Empfehlung, sondern zu sagen, geht mit euren Geräten vernünftig um, aber den Diskurs kennt ihr ja alle. Jetzt haben wir 49, also wir sind dann 5 Minuten über die Zeit. Sie haben nur noch 10 Minuten Zeit für Pause und den Übergang zum nächsten Vortrag zu schaffen. Und ich hoffe, Sie konnten mir folgen mit den extrem scharfen und kurzen Sätzen, die ich Ihnen jetzt hier um die Ohren gehauen habe und freue mich über das nächste Mal. Applaus